Los geht's. Tag 4, Gym. Mir geht's auch gut. Ja. Ich verspüre fast keinen Muskelkater. Echt? Ja. Dann ist das Training ein bisschen zu einfach, wa? Ja, ne? Wir werden es ja auch immer wieder erhöhen. Ne? Also, du wirst ja ein bisschen anfangen. Hi. Good, how are you? Yes, Very okay, good. today? Yeah, sure. Okay, yeah. Yeah? Okay. Thank you. Ich fühle die Leute schon, die überwintern. A little bit sus. Heute laut Trainer Bizeps, Bauch, Bizeps und Was hast du noch an deinem Arm? Trizeps. Trizeps. So ist es. Kein Dreier-Split, sondern Vierer-Split. Also heute mit Bizeps, Bizeps und Trizeps trainieren. Oh, Juchti. Oh, guck mal, Memo, TikTok. Hä? Guck mal da hinten, Memo, TikTok. Juchti. Juchti! Nicht Wait a minute. Wait a Mach nicht minute. den Memo, yo. Das gibt einen Mann. Juchti. Richard komplett außer Fokus, Digga. Ja, es tut mir leid. Ich auch. Schnell nach vorne gucken, ja. Ja. Concentration. Lass dich nicht ablenken. Tag 4. Let's go in the gym. So, die erste Übung ist die Erdmaschine. Eigentlich relativ simpel. Man sieht ja, was passiert. Man kann sich am besten das so vorstellen, dass man den Bauchnabel einzieht, wenn man nach vorne geht. Wenn man auch die Muskeln anspannt, sollte man möglichst ausatmen, und wenn man wieder zurückgeht, kann man wieder einatmen. Das gibt es nochmal eine extra Spannung auf die Muskeln. Man sieht auch, dass Richard die Übung ein bisschen schneller macht als ich. Ich bin eher ein Fan davon, die Übung langsam durchzuführen, weil das einfach nochmal heftiger brennt und meines Erachtens nach auch besser ist. So, kommen wir zur zweiten Übung, den Trizeps-Pull mit dem sogenannten Knottseil. Die Bewegung sollte aus dem Trizeps geschehen, wie auch hier deutlich erkennbar. Ja, man sieht den Muskeln, der spannt sich an. Die Anfangsposition sollte bei plus minus 90 Grad liegen, so wie man das hier auch sieht. Man zieht das Kabel dann quasi herunter und zum Schluss dreht man den Daumen noch zum Boden hin. Damit regt man den Trizeps noch ein bisschen an. Guck mal, jetzt sieht man auch, ne, Ellbogen nah am Körper. Man zieht das Kabel runter und man sieht da auch, der Trizeps wird gut benutzt. Das ist einer meiner Lieblingsübungen für den Trizeps, weil man merkt schon gut den Trizeps, wenn man diese Übung macht. Man kann da auch nicht so viel falsch machen. Solange man die Ellbogen nah am Körper hat, man kann sich das vielleicht so einbilden, man sollte ein Blatt Papier quasi zwischenklemmen können. Man sieht bei Richard, der steht ein bisschen gerade. Ich persönlich mag es lieber ein bisschen vorgebeugt zu stehen. Es gibt mir ein bisschen mehr Stabilität und ich kann weniger cheaten. Und man sieht auch, er macht es auch mit 90 Grad ganz gut. Da sieht man nochmal deutlich meine Füße, wie ich stehe. Ein Fuß hinten, ein Fuß vorne. So steht man auch am stabilsten. Man kann dann auch nicht cheaten. So, und von Trizeps gehen wir rüber in den Bizeps. Einfacher Kabelzug für Bizeps. Ist eigentlich auch relativ simpel. Man sieht hier wieder, wie ich stehe. Wieder ein Fuß vorne, ein Fuß hinten. Rücken möglichst gerade halten. Man zieht quasi den Bizeps hoch, den Arm zieht man hoch. Es ist wie ein Curl, nur dass man die Spannung eigentlich die ganze Zeit auf dem Bizeps hat.
Auch hier wieder, der Ellenbogen sollte fest am Körper sein. Man sieht bei Recha hier, sieht man, dass der Ellbogen ein bisschen mitbewegt. Das ist bei mir nicht der Fall, das sollte eigentlich auch nicht der Fall sein. Der dreht sich hier auch noch mal ein bisschen rein. Das ist meines Erachtens nach nicht das, was man eigentlich will, sondern man möchte den Bizeps gerade hoch bewegen. Aber jeder hat da auch eine eigene Anatomie, eine eigene Körperbildung. Also das kann natürlich sein, dass es bei seinen Muskeln noch ein bisschen anders verläuft als bei mir. Meine Sets wären hier auch 3 Sets, jeweils ersten Set mit 18 Reps, zweiter Set mit und der letzte Satz wäre ein Drop Set, wo man dann die Gewichte immer ein bisschen verkleinert, bis man halt nicht mehr kann. Da sind wir jetzt bei den unteren Bauchmuskeln angekommen. Wir mussten hier ein bisschen improvisieren, weil normalerweise wäre das eine Bank eher für die normale Sit-Ups, aber wir haben es mal umgedreht. Ich würde es normalerweise an einer Dip-Stange machen vielleicht, wo man sich dann reinhängen kann. Dann zieht man die Beine am besten in einem L-Form hoch, sprich gerade hoch. Man kann natürlich auch angewinkelt anziehen. Man wird das gleich nochmal ein bisschen deutlicher erkennen können. Das ist meistens einfacher, wenn man noch nicht so starke Unterbauchmuskeln hat. Dann kann man damit anfangen und dann immer progressiv versuchen, die Beine immer gestreckter zu lassen, bis man das dann irgendwann schafft. Bei mir ging es am Anfang auch nicht. Bei mir muss ich es anwinkeln, aber mittlerweile kann ich es auch gestreckt machen. Und man merkt schon Progress, merkt man schon relativ schnell. Sind sehr anstrengend, so wie man das hier bei Recha sehen kann. Teilweise bin ich auch nicht ganz durchgestreckt. Man musste hier quasi auch noch mal oben festhalten. Das war sehr, sehr nervig, unpraktisch. Aber manchmal muss man improvisieren. Diese Übung könnte man theoretisch auch nochmal auf dem Boden machen. Man legt sich flach auf den Boden hin. Eigentlich das gleiche, man streckt die Beine raus. Man versucht das 5 bis 10 cm über den Boden zu halten, dann zieht man die einfach hoch. Oder man macht es so wie hier, so angewinkelt, das geht auch auf dem Boden. Man merkt das dann relativ schnell im unteren Bauchmuskelsektor. Und dann sind wir jetzt bei der letzten Übung angekommen. Ist auch eine Übung für den Trizeps, vor allem für den hinteren Trizeps, so wie ich hier schon anzeige. Man nimmt den Kabelzug, man stellt sich ein bisschen schräg dahin. Der Arm sollte dann ein bisschen weiter nach vorne gebeugt werden, vor dem Körper. Auch wieder 90 Grad. Und man zieht dann quasi aus dem Trizeps, zieht man den runter. Man kann ihn auch nochmal am Kabelzug halten, so wie hier gezeigt wird. Eigentlich ist mir diese Ausführung lieber, aber meistens kriegt man dann dreckige Hände, weil das ein bisschen schwarz abgibt und das ist nicht so geil. Wichtig ist halt, dass der Ellbogen vor dem Körper ist und man quasi 90 Grad wieder hochgeht. Ja, man sieht hier auch nochmal, wie der Trizeps am Arbeiten ist. Nimmt am Anfang auch nicht so viel Gewicht. Hier sieht man bei Recha zum Beispiel, der hat den Ellbogen nicht vor dem Körper gehabt und der geht auch nicht 90 Grad hoch, der geht schon ein bisschen zu hoch. Hier würde man eher den äußeren, also der Trizepskopf, den man hier sieht, den würde man eher trainieren. Bei mir würde man eher den hinteren trainieren, den man so nicht sehen würde. Man hat natürlich verschiedene Variationen, die man durchführen kann. Nicht vergessen, immer Wasser trinken. Wasser ist sehr wichtig, Wasser ist sehr gesund. Oder
sieht man nochmal, ich stehe auch wieder ein bisschen gebeugt. Viel mehr gibt es hierzu nicht zu erzählen. Spricht eigentlich für sich. Wie gesagt, ich würde an rechter Stelle ein bisschen weiter nach vorne beugen, so wie ich das mache, damit der Ellbogen ein bisschen weiter vom Körper entfernt ist. Hier muss er nicht so eng am Körper liegen. Auch wieder kontrolliert, langsam, vernünftig ausführen. Das ist immer am besten. Wie fandest du die Session? Gut. Auf jeden Fall. Ja, lass mich mal, ich will hier eben kurz Oberteil aufziehen. Ey. Wie fandest du das Training? Mikrofon bitte höher halten. Gut? Gut? Ja. Ja, ist gut. Ich bin noch ein bisschen außer Atem. Ich hätte wohl noch ein paar Übungen weitergemacht. Zum Beispiel Planks hätte ich noch gerne gemacht. Ja. Aber die kann man auch theoretisch im Hotelzimmer machen. Nicht, dass wir das, oder ich jedenfalls, machen werde. Ich merke schon jetzt, mein Bizeps ist schön auf Pump. Also, der ist irgendwie angespannt. Und was wollte ich noch sagen? Ah ja, eigentlich hätten wir noch eine Bizepsübung machen müssen, aber scheiß drauf. Beim nächsten Mal, also wir müssen, glaube ich, vielleicht nächste Woche oder so oder am Wochenende, dass wir dann mittags trainieren gehen, morgens vielleicht entweder arbeiten oder ein bisschen Sonnen, weil die Sonne da ja eigentlich auch schon ausreicht. Und dass wir dann mittags ein bisschen trainieren, weil da haben wir mehr Zeit. Was ich auf jeden Fall noch mal loswerden wollte, so für mich ist das Projekt hier auch so einer meiner Ängste oder Schüchternheit zu verlieren, so weißt du. Ich hatte das am Anfang mit Stream, dass ich so nervös war, Stream anzumachen, vor der Kamera zu sitzen und so. Aber das ging ziemlich schnell vorbei. Und dann kam meine nächste Angst bzw. Schüchternheit, dass ich nicht offen so aufnehmen will. So, jemand filmt mich und ich habe hier ein Mikrofon in der Hand und so. Und jetzt, Digga, scheißegal. Tag 4, scheißegal. Es ist mir scheißegal, wie viele Leute da im Gym sind. Und ich glaube sogar, das Mädel, was neben uns trainiert hat, die wurde dann auch angespornt, aufzunehmen zu lassen, weil ihr Freund dann auch noch sie aufgenommen hatte. Ja. Deswegen, man hat immer so viele Ängste im Kopf, die gar nicht da sind, Digga. Also ich meine, man sieht so Gespenster und Digga, die sind nicht da. Die sind nicht da. Man malt sich immer so viel im Kopf aus. Oh, was denken die Menschen über mich? Oh, was denkt die. Scheißegal. Scheißegal, wer was über dich denkt. Scheißegal, wer was sagt. Du lebst dein Leben. Das ist dein Leben. Dein Werdegang. Du machst das, was du willst. Und auch wenn ich jetzt hier laufe und vor einer Kamera rede, ist mir scheißegal, wenn jemand denkt, boah, guck dir den an, der labert hier für die Kamera. Vielleicht denkt derjenige, boah, was ein Promi. Der läuft hier mit Mikrofon und Kameramann rum. Richard, mein Kameramann. Deswegen, Jungs und Mädels, don't overthink. Nicht so viel nachdenken. Einfach machen. Einfach machen. Wirklich. Folg deine Träume. Setz dir Ziele. Setz dir Ziele. Wenn du dein Ziel geschafft hast, setz dir neue Ziele. Ruh nicht aus auf deinen Status, wenn du den irgendwann hast. Bleib bodenständig, bleib real. Ja. Fake nicht rum. Geh nicht zu Illuminati. Und bleib einfach Top G. Im Kopf, ja. Ja, auf jeden Fall war das einen guten Move, dass wir gemacht haben, hier ins Ausland zu gehen, aufzunehmen und so. Und hoffentlich
wirklich hoffentlich Mit eurer Hilfe. kriegen wir ein bisschen Support von euch Zuschauern. Hoffentlich gefällt es euch auch. Da können wir das weitermachen, da können wir nicht nur Ägypten machen, wir wollten ursprünglich Gran Canaria, da können wir das auch machen, weil die Natur da einfach so krass Bombe ist. Hier ist natürlich absolut geiles Wetter, aber so wie man wahrscheinlich schon gesehen hat, drumherum ist nur Wüste so. Auch Berge, also eigentlich wohl eine coole Landschaft, aber da kommst du nicht hin. Es gibt nur eine Straße hin, eine Straße zurück und dann sonst musst du mit so einem Buggy gehen. Aber wenn das läuft, dann kommen noch sehr viele andere Projekte. Also teilt das Video mit euren Freunden, mit allen, den ihr kennt. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch oder macht einen Daumen hoch, lasst einen Kommentar hinter und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video.